Heute werde ich euch zeigen, wie man selber einen Weihnachtsbaum aus Zypressengrün machen kann. Ihr könnt aber auch anderes Grün verwenden, zum Beispiel von einer Thuja. Ja, und als Aufbau werde ich jetzt gleich diesen Tontopf hier verwenden. Und der hat jetzt in meinem Fall eine Höhe von 18 cm und der Durchmesser beträgt 20 cm. Ja, und auf meinem Arbeitstisch hier befinden sich jetzt 3 Bund Zypressengrün. Ja, und ich schnapp mir jetzt mal mein längstes Grün. Das hat im Übrigen eine Länge von in etwa 80 cm. Ja, und platziere das schon mal in der Mitte meines Topfes. Wie bereits erwähnt, das ist jetzt das längste Grün, was ich habe. Ich hatte mir das auch vorher etwas sortiert, mein Grün. Halte das hier oben schon mal fest. Und das kürzeste Grün, das kommt hier an die äußeren Bereiche, ne? So, das ist jetzt schon etwas kürzer. Das hier ist auch schon mal etwas kürzer. Ich drehe das hier auch mal, ne, um einfach mal zu überprüfen, wo kann auch Grün hin oder wo halt nicht. Sieht dann auch immer schöner aus, wenn man an die Seiten das kürzeste Grün einarbeitet. So, machen wir einen Lucky wollte ich eigentlich sagen und nicht Cookie. Wobei Cookies, ja, hätte ich jetzt auch Bock drauf. Okidoki, jetzt halte ich das erstmal fest, wobei man kann es sich auch noch mal etwas einfacher machen, ist mir gerade selber klar geworden. Oh, das Gummiband ist kaputt. Man kann sich das erstmal mit einem Gummiband schon mal justieren, damit das nicht die ganze Zeit auseinanderfällt. Wo ist mein Gummiband? So. Das Gummiband war auch vorher bei den 3 Bund drumherum, also bei jedem Bund ein Gummiband. So, okay, ne, das haben wir jetzt schon mal soweit. Dann habe ich hier einen Bindedraht, der ist so, ja, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht erkennen, der ist nicht richtig silber, der ist so, der hat einen Hauch lila Stich mit drin. Und ich bemerke gerade, ich habe hier noch ein Preisschild an meinem Topf, muss ich nachher mal abfummeln. So, Bindedraht ist am Start. Der wird jetzt hier erstmal geschmeidig dran befestigt werden, an dem Zypressengrün. Aber Thuja-Grün sähe auch richtig cool aus. Oder wenn ihr haben solltet, Muschelzypresse. Was gibt es denn sonst noch? Ja, Eibengrün hat den Nachteil, ist nun mal giftig. Tannengrün würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Aber mal eben hier den Bindedraht dran befestigen. So. Das Ende von meinem Draht lasse ich jetzt hier erst einmal hinausschauen. Ja, und jetzt beginne ich damit und umwickle meinen Bund Zypressengrün oder die 3 Bund vielmehr und umwickle die mit meinem Bindedraht. Jetzt geht es hier aber wieder los mit meinen kleinen Sprachstörungen. Bleibt jetzt auch jedem selbst überlassen, wie stramm er das da dran gewickelt haben möchte. Ja, und ich gehe jetzt einmal nach unten hinweg und dann gehe ich wieder nach oben hinweg. Nach oben hin werde ich meinen Bindedraht aber näher beieinander drumherum wickeln. Werdet ihr nachher sehen, warum. So, und an der Stelle, wo jetzt das Gummiband sitzt, da werde ich jetzt beginnen und den Draht näher beieinander drumherum wickeln. Ne? Dann kann man das Ganze hier, wenn man möchte, hier nachher noch so hin und her knicken, dass das vielleicht etwas so nach unten hin weggeht, ne? Oder wie auch immer. Kann man machen, muss man aber nicht machen, aber ich finde die Idee jetzt gar nicht mal schlecht. Mein Gummiband werde ich jetzt entfernen und dann wickle ich mit meinem Draht komplett bis nach unten hin. Ich sag mal so in etwa bis zu dieser Stelle hier, ne? Meinen Bindedraht schneide ich nun ab und befestige ihn an den bereits dran gewickelten Draht. Wird jetzt einfach hier so miteinander, ich sag mal, verwurstelt werden. Zwiebel das jetzt hier einfach mal so drumherum. Eben ein bisschen verfrickeln. So, okay. Wenn ihr jetzt Stellen haben solltet, wo euer Draht auch etwas locker geworden sein sollte, war das jetzt richtig, dann einfach so verzwirbeln. Und dann steckt ihr das Verzwirbelte in das Zypressengrün. Ich wollte jetzt gerade Thuja-Grün sagen. Man kann das Ganze auch immer noch etwas ausformen. Einfach mal so hin und her knicken oder mal so ein bisschen rollen. Ne? Das geht alles noch. So. Ich hoffe, das ist jetzt noch gescheit im Bild. Ich bin am Überlegen, ob ich das ein bisschen höher haben möchte. Auch Grün, was hier so hervorschießen sollte, unter den Draht stopfen. Wenn man es höher haben möchte, sind jetzt hier so alte Prospekte. Also ich mache da mal 2 Stück rein. Man hätte jetzt auch zum Auffüllen noch Kakteengranulat zum Beispiel nehmen können, aber ich habe jetzt gedacht, komm, ich mache das hier einfach mit diesen alten Prospekten. Aber ich glaube, ich habe schon zu viel da drin. Schauen.
Nee, das ist okay soweit. Ja, ist doch. So hoch darf es ruhig sein. Mal eben schauen, ob ich hier noch was verzwirbeln darf. Muss. Zack. Ja gut, und jetzt könnt ihr euch Gedanken machen, wie ihr das Ganze weiter dekorieren möchtet. Ne? Bleibt jetzt natürlich auch jedem selbst überlassen. Und ich knicke mir das jetzt hier noch etwas. Das war jetzt auch der Grund, warum ich hier oben mehr Bindedraht dran gewickelt habe, als halt hier unten. Kann man das so krumm und schief machen, wie man es halt leiden mag. Und hier kommt jetzt gleich zum Auffüllen etwas Plattenmoos hinein. Mache ich aber erst, wenn ich den so weit dekoriert habe, wobei ich überlege jetzt noch mal selber ein bisschen. Ich bin jetzt gerade dabei, mir das doch noch etwas zurechtzubiegen. Und ich hatte vorhin auch bemerkt, das war hier gar nicht im Bild gewesen, als ich das geknickt hatte. Hier noch eben ein wenig verzwirbeln, zack, in die Thuja hineinstopfen. So, und jetzt geht es aber weiter mit der Dekoration. Dieses alte Plattenmoos werde ich jetzt hier unten in meinem Topf einarbeiten, also da, wo man es nachher nicht mehr sehen kann. Warum entsorgen? Ne? Dafür kann man das ja dann auch immer gut aufheben. Ja, und hier oben kommt dann natürlich dieses frische Plattenmoos hin. Ne? Aber ich würde nicht immer Moos sofort in die Tonne werfen. Ja, oder man nimmt dann wirklich einfach zum Beispiel Kakteengranulat zum, ich sag mal, Ausstopfen. Was ich jetzt nicht machen würde, auch wenn es jetzt im Außenbereich sein sollte, Blumenerde. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze dann irgendwann mit der Zeit relativ fix auch gammelig werden könnte. Ne? Muss nicht, aber könnte. Und für mich ist das jetzt, für mich? Quatsch. In meinem Fall ist das jetzt für den Innenbereich gedacht. Ne? Wobei, ja, umentscheiden kann ich mich jetzt eigentlich nicht mehr, weil ganz, ganz unten in meinem Topf ist ja auch noch Zeitungspapier drin. Das wäre sonst, glaube ich, nicht so prall. So, haben wir hier noch was. Ach, alter Tannenzapfen. Oh, der fiel schon auseinander. Ja, und so sieht jetzt das frische Plattenmoos aus. Ich wollte schon Tannenmoos sagen. Mal eben zurechtzuppeln. So. Ja, und dann steht das Ganze schon mal schön stabil da drin und kann nicht irgendwie umkippen. Und dann braucht man jetzt gleich eine Heißklebepistole, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ich habe mich jetzt entschieden, wie ich mein Bäumchen weiter dekorieren möchte. Jedenfalls habe ich hier noch Zypressenzapfen. Die stammen aus vorherigen Projekten und werden jetzt gleich mit der Heißklebepistole befestigt werden. Dann haben wir hier noch ein paar Lärchenzapfen, werde ich auch mit der Heißklebepistole befestigen. Eventuell kommt einer dieser Dekosterne hinzu, den würde ich dann aber auch mit der Heißklebepistole befestigen. Ja, und dann habe ich hier jetzt auch noch ein paar Kugeln in meiner Box. Ich hatte die teilweise, ich weiß gar nicht mehr, letztes Jahr auch mal mit Heißkleber befestigt. Man kann die dann auch wieder abfummeln. Werde ich jetzt allerdings nicht machen. Ich nehme mir jetzt hier so eine lange Efeunadel und stecke das dann in mein Bäumchen hinein. Stellenweise werde ich dann das Grün auch mal etwas auseinanderfriemeln, damit die nicht so komisch nachher nach unten hinweg hängt. Ja, einfach hier so einarbeiten, dass die da etwas drin versenkt ist. Ne? Dann hat man später mit dem Abbauen nun mal einfacher, als wenn ich jetzt die Kugeln auch mit der Heißklebepistole einarbeiten würde. Hier sind auch teilweise, was wollte ich jetzt sagen? Hier sind auch teilweise Lärchenzapfen dabei, jetzt finde ich hier keinen. Die stammen noch aus dem letzten Jahr, hatte ich auch mit der Heißklebepistole befestigt. Ja, und das friemel ich dann immer wieder alles auseinander, wenn Weihnachten halt mal vorüber ist. Aber ich lasse meine Weihnachtsdeko bis zum 6. Januar immer. Also Minimum bis zum 6. Januar. Man kann auch, jetzt habe ich vergessen, wann das Datum im Februar war. Da ist so ein Lichtmess. Hieß das Maria Lichtmess? Ich habe es vergessen. Bis dahin kann man es auch eigentlich stehen lassen, die Weihnachtsdeko. Vielleicht wisst ihr ja noch, wie das heißt. Wer möchte, kann jetzt auch noch eine 2 Meter lange Drahtlichterkette um sein Bäumchen wickeln. Ja, und das Batteriefach, das werde ich nachher einfach unter dem Plattenmoos vertuschen. Den Anfang meiner Lichterkette lasse ich jetzt hier erstmal so ein Stückchen hinausschauen, weil das kann ich dann wiederum an das Ende befestigen, ne? Damit die nicht nachher ja irgendwie hin und her schuckelt, die Lichterkette.
Das kann man jetzt machen, muss man allerdings nicht machen. Ich muss jetzt erstmal schauen, wie weit ich überhaupt mit meiner Lichterkette kommen werde. Es kann auch gut möglich sein, dass ich sie noch einmal abwickeln muss. Ich wollte jetzt einmal so nach oben hinweg gehen und dann halt wieder nach unten hinweg. In meinem Fall war das jetzt eine Lichterkette mit Timer-Funktion. Von daher muss ich da jetzt nicht jeden Tag dran, um die halt ein- oder auszuschalten. Noch mehr werde ich jetzt nicht an meinem Bäumchen dekorieren, und falls ihr jetzt vorhaben solltet, so ein Bäumchen für den Außenbereich zu erstellen, dann verwendet auf jeden Fall auch Kugeln für den Außenbereich, weil die normalen Kugeln, die würden dann halt im Laufe der Zeit ihre Farbe verlieren. Ja, und die ganzen benötigten Materialien für das Projekt findet ihr auch wie üblich in der Videobeschreibung. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!